Mailchimp ist weltweit einer der größten und meistgenutzten Anbieter für das E-Mail-Marketing. Als Anfänger kannst du in dem kostenlosen Tarif bis zu 500 Kontakte sammeln und inzwischen ist die Plattform sogar auf Deutsch verfügbar. In diesem Video zeige ich dir, wie du von Grund auf ein neues Mailchimp-Konto einrichtest. Ich zeige dir, wie du ein Anmeldeformular für einen Newsletter erstellst und auf deiner Webseite hinzufügst. Ich zeige dir auch, wie du eine E-Mail-Kampagne schaltest, eine Automatisierung einrichtest und noch ganz viele andere Sachen. Deshalb gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn du etwas Neues lernen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Unter mailchimp.com kannst du ein neues Konto erstellen, indem du auf den Button Registrieren klickst. Den Link dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Die Mailchimp-Tarife orientieren sich immer an der Anzahl der Nutzer, die du in deiner Liste hast. In dem kostenlosen Tarif kannst du bis zu 500 Kontakte sammeln und pro Monat bis zu 1000 E-Mails versenden. Wenn du schon mehr Kontakte in deiner Liste hast, dann kannst du auch den Filter benutzen. Zum Beispiel kannst du dir dann anschauen, wie teuer der Tarif ist, wenn du zum Beispiel 10.000 Personen hast. Aber wenn du erstmal komplett von vorne anfängst, dann würde ich dir empfehlen, dass du einfach den kostenlosen Tarif nimmst, weil du auch später jederzeit ein Upgrade durchführen kannst. In dem kostenlosen Tarif hast du auch eigentlich alle wichtigen Funktionen, die du für das E-Mail-Marketing benötigst. Über Mailchimp hast du auch die Möglichkeit, eine Webseite zu erstellen. Das kostet dann nochmal 10 Euro pro Monat, wenn du auch eine eigene Domain haben möchtest und auch den kompletten Support nutzen möchtest. Du kannst aber auch erstmal komplett kostenlos damit starten, wenn dir der Domainname für den Anfang erstmal egal ist. Wenn du möglichst schnell eine einfache Webseite erstellen möchtest, auf dem ein Nutzer ein Kontaktformular ausfüllen kann, dann kannst du den Website-Baukasten von Mailchimp natürlich nutzen. Aber wenn du das Ganze ein bisschen professioneller angehen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, einfach WordPress zu benutzen oder irgendeinen anderen Website-Baukasten. Dann gibt es auch noch die Transaktions-E-Mails. Das benötigst du aber nur, wenn du auch einen Online-Shop hast. Und wenn du deinen Online-Shop mit Mailchimp verknüpfst, dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit, direkt über Mailchimp eine Versandbestätigung oder eine Rechnung zu verschicken. Aber wenn du einfach nur einen Newsletter starten möchtest und mit dem E-Mail-Marketing beginnen möchtest, dann würde ich dir den kostenlosen Tarif empfehlen. Und das ist auch der Tarif, den ich für dieses Tutorial verwenden werde. Deswegen klicke ich als nächstes auf kostenlos registrieren und dann musst du dich mit einer geschäftlichen E-Mail-Adresse anmelden. Danach musst du deine E-Mail bestätigen und dein Konto aktivieren. Wenn du das gemacht hast, musst du dein Konto als nächstes einrichten und ein paar Informationen hinzufügen. Aber die ganzen Infos, die du hier angibst, kannst du später in den Kontoeinstellungen auch nochmal anpassen. Wenn du möchtest, kannst du direkt deine Marke importieren, indem du deinen Domainnamen hier einträgst. Und dann werden auch direkt die Farben, die Schriftart und das Logo für deine E-Mail-Kampagnen angewendet. Danach musst du nochmal den passenden Tarif auswählen bzw. den Tarif bestätigen. Ich möchte ganz gerne den kostenlosen Tarif benutzen und dann wird dein Konto eingerichtet. Auf der Startseite findest du später immer eine Übersicht über deine Zielgruppe und die Performance von deinen E-Mail-Kampagnen. Auf der linken Seite findest du die ganzen Arbeitsbereiche. Wie du dich hier zurechtfindest, das werde ich dir auch gleich in Ruhe zeigen. In dem oberen Bereich in der Mitte findest du eine Suchleiste. Die kannst du natürlich benutzen, wenn du nach bestimmten Themen suchst. Aber was ich dir als erstes zeigen möchte, das sind die Profileinstellungen. Das findest du oben rechts in der Ecke. Und wenn du hier draufklickst, kannst du die Benachrichtigungen verwalten, dein Profil verwalten. Du findest hier deine Kontoeinstellungen, die Tarife. Du kannst dich hier auch wieder abmelden und du kannst auch die Spracheinstellungen nochmal anpassen. Für den Fall, dass bei dir zum Beispiel alles auf Englisch ist, kannst du hier Deutsch auswählen und dann wird das auch automatisch angepasst. Ich wähle als nächstes nochmal die Profileinstellungen aus. Hier kannst du die ganzen Angaben, die du während der Kontoerstellung hinzugefügt hast, nochmal nachträglich anpassen. Ich würde dir auch empfehlen, dass du die E-Mail-Marketing-Einstellungen deaktivierst, damit du einfach weniger E-Mails von Mailchimp zugeschickt bekommst. Und du hast auch die Möglichkeit, in diesem Bereich dein Passwort nochmal anzupassen. In dem Bereich Überblick kannst du sehen, ob du in naher Zukunft ein Upgrade machen musst von deinem Tarif. Du kannst hier sehen, wie viele Kontakte du aktuell hast und wie viele E-Mails du noch in diesem Monat versenden kannst. Daneben gibt es die Einstellungen. Unter den Details kannst du deine Kontaktdaten nochmal anpassen
Es gibt hier noch weitere E-Mail-Einstellungen. Hier würde ich auch dir empfehlen, dass du den Haken einfach entfernst. Darunter gibt es die Nutzer. In dem kostenlosen Tarif kannst du tatsächlich keinen weiteren Nutzer hinzufügen. Eine Zwei-Stufen-Authentifizierung kannst du auch unter der Sicherheit aktivieren. Dafür kannst du entweder eine App benutzen oder deine Handynummer. Unter den Kontaktdaten hast du die Möglichkeit, deine Unternehmensinformationen hinzuzufügen. Das solltest du auf jeden Fall machen, wenn du dich in einem bezahlten Tarif befindest, damit deine ganzen Rechnungen korrekt sind und du da auch keine Probleme mit dem Finanzamt bekommst. Unter Daten verwalten würde ich dir auch empfehlen, dass du hier den Haken für die Datenanalyse entfernst und auch für die personalisierte Werbung. Unter Tarif verwalten kannst du dein Konto dauerhaft löschen und wenn du dich in einem bezahlten Tarif befindest, hast du auch die Möglichkeit, in diesem Bereich dein Konto vorübergehend zu pausieren. In dem Bereich Abrechnungen kannst du dir deine Rechnungen herunterladen. In dem kostenlosen Tarif brauchst du das auf jeden Fall nicht. Deswegen klicke ich als nächstes auf die Domains, weil du hier noch ein paar wichtige Einstellungen vornehmen solltest. Ein Problem bzw. eine Herausforderung, die man häufig im E-Mail-Marketing hat, ist, dass die E-Mails im Spam-Ordner landen, was natürlich ja eigentlich eher kontraproduktiv ist, weil du natürlich auch möchtest, dass die Leute deine E-Mails öffnen und auch lesen. Deswegen ist es zum einen wichtig, dass du eine professionelle E-Mail-Adresse verwendest, also eine E-Mail, die zum Beispiel nicht auf Gmail oder web.de endet. Und eine weitere Sache ist, dass du in Mailchimp direkt deine E-Mail auch verifizierst. Und genau das kannst du in diesem Bereich machen, indem du neben deinem Domainnamen auf Authentifizierung starten klickst. Als erstes musst du einen DNS-Anbieter auswählen, also wo du deine Domain gekauft hast und wo die auch aktuell liegt. Hier gibt es ein paar Vorschläge, aber ich habe zum Beispiel meine Domain oder die Domain, die ich jetzt hier benutze, über All-Inkle gekauft. Deswegen muss ich Other auswählen. Das bestätigst du dann kurz und dann musst du direkt bei deinem Anbieter den DNS-Eintrag anpassen. Zum Beispiel muss ich einen CNAME-Eintrag hinzufügen und anschließend auch noch einen DMARC-Eintrag. Das kannst du über deinen Hosting-Anbieter machen und wie schon erwähnt, habe ich für diese Domain All-Inkle benutzt. In All-Inkle musst du dafür in die technische Verwaltung und dann klickst du unter den Domains auf Bearbeiten. Und wenn das für dich alles zu technisch ist, dann kannst du auch einfach den Support von deinem Hosting-Anbieter schreiben, die ganzen Informationen aus Mailchimp weiterleiten und dann macht das in der Regel der Support auch für dich. In All-Inkle wählst du danach die DNS-Einstellungen aus, klickst auf neuen DNS-Eintrag erstellen oben rechts in der Ecke und dann musst du hier den Namen, den Typ und den Wert eintragen. Das sind die Informationen, die du direkt in Mailchimp findest. Zum Beispiel finde ich hier den Namen, den kopiere ich mir kurz raus, füge den hier ein, der Typ ist CNAME und den Wert, den kann ich mir hier auch rauskopieren und hier eintragen. Das Ganze speichere ich dann ab und dann mache ich das gleiche nochmal für den zweiten CNAME. Dafür kopiere ich mir wieder den Namen raus, trage den hier ein, der Typ ist wieder CNAME und den Wert, den finde ich auch wieder in Mailchimp. Das speichere ich dann wieder ab und als nächstes muss ich nochmal genau das gleiche für einen DMARC-Eintrag machen. Hier ist der Typ TXT. Zuerst kopiere ich mir aber wieder den Namen raus, wähle als Typ TXT aus und dann brauche ich am Ende noch den Wert. Den füge ich hier ein und speichere das Ganze ab. Viel mehr musst du dann auch nicht mehr machen. Das Ganze bestätige ich dann wieder in Mailchimp und dann musst du ein bisschen warten, bis das Ganze aktiv ist. Das kann bis zu 48 Stunden dauern. Du kannst den Status auch hier überprüfen. Bei mir wird die Meldung angezeigt, dass das noch ein bisschen dauert. Deswegen kann ich das auch später nochmal überprüfen und viel mehr kann ich dann hier auch nicht mehr machen. Aber wie gesagt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, diesen Schritt nicht zu überspringen, weil du damit auf jeden Fall die Chance erhöhst, dass deine E-Mails auch nicht in dem Spam-Ordner deiner Zielgruppe landen. Neben den Domains unter den Extras gibt es die Empfehlungen. Wenn du zum Beispiel Mailchimp an jemand anderen empfehlst und diese Person sich anmeldet, dann kriegst du dafür eine kleine Provision. Du kannst einen API-Schlüssel in diesem Bereich erstellen. Wenn du eine eigene App hast, dann kannst du hier auch deine App hinzufügen und mit Mailchimp verbinden. Und unter der benutzerdefinierten Webseite hast du die Möglichkeit, einen JavaScript-Code zu erstellen. Den kannst du dann auf deiner Webseite hinzufügen und dann kannst du verschiedene Aktivitäten auf deiner Webseite tracken und anhand von diesen Aktivitäten kannst du auch deine E-Mail-Kampagnen automatisieren. Das ist aber schon ein bisschen fortgeschritten, deswegen werde ich diesen Teil überspringen. Unter der Integration findest du dann nochmal eine Übersicht, welche anderen Konten oder Softwareprodukte mit deinem Mailchimp-Konto verbunden sind. Bei mir wird aktuell hier natürlich noch nichts angezeigt. Und ganz am Ende findest du auch nochmal die einzelnen Tarife, die du dir hier anschauen kannst. Und wenn du möchtest, kannst du hier nochmal ein Upgrade durchführen oder dich auch für den Website-Tarif anmelden, wenn du wirklich vorhast,
über Mailchimp auch eine Webseite zu erstellen. Das sind auch alle wichtigen Grundeinstellungen, die du in deinem Konto erstmal vornehmen solltest. Als nächstes möchte ich dir den Arbeitsbereich auf der linken Seite zeigen. Und da gibt es ganz am Anfang die Kampagnen. In der Übersicht werden langfristig deine ganzen Kampagnen angezeigt, also zum Beispiel deine E-Mail-Kampagnen, eine SMS-Kampagne, deine Automatisierungen, Landingpages und so weiter. Das Ganze kannst du auch in verschiedenen Ordnern sortieren. Und wenn du eine neue Kampagne erstellen möchtest, dann klickst du auf den Button oben rechts in der Ecke. In der Mitte werden direkt ein paar Vorschläge angezeigt, was du hier erstellen kannst. Und auf der linken Seite findest du alle verschiedenen Kampagnentypen. Am meisten werden natürlich die E-Mail-Kampagnen benutzt. Du kannst hier auch Automatisierungen konfigurieren. Das ist einfach eine Sequenz von mehreren E-Mails, die deiner Zielgruppe zugeschickt werden. Du kannst eine Webseite erstellen, du kannst auch eine Landingpage erstellen und auf der Landingpage direkt das Kontaktformular hinzufügen. Der Creative Assistant, das ist eine neue KI-Funktion von Mailchimp, die dir auch dabei helfen kann, die Kampagnen etwas schneller zu erstellen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, in diesem Bereich verschiedene Formulare zu erstellen. Zum Beispiel gibt es ein eingebettetes Formular, da hast du dann einen HTML-Code, den du auf deiner Website hinzufügen kannst. Es gibt ein Pop-up-Formular. Davon bin ich persönlich aber kein großer Fan, weil ich finde, die Pop-ups sind ziemlich nervig und auch für die ganze Website-Performance ist das eher kontraproduktiv. Und dann gibt es am Ende auch nochmal eine weitere Schnittstelle zu den Landing-Pages. Du hast auch die Möglichkeit, eine Umfrage über Mailchimp zu erstellen. Dann gibt es auch noch die Funktion Anzeigen, Social-Media-Posts oder Postkarten zu erstellen. Ich finde, sowas geht eigentlich über Canva am einfachsten. Deswegen werde ich diesen Teil auch in diesem Tutorial überspringen. Ich werde dir gleich auf jeden Fall noch zeigen, wie du eine E-Mail-Kampagne erstellen kannst. Vorher gehe ich nochmal zurück. Ich wollte dir erstmal nur den Kampagnenbereich zeigen. Darunter findest du die Automatisierungen. Darüber hast du die Möglichkeit, eine E-Mail automatisch an deine Kunden zu schicken. Es gibt hier ganz viele verschiedene Vorlagen, die du verwenden kannst. Zum Beispiel, wenn ein Kunde Geburtstag hat, dann kannst du zum Beispiel einen Rabattcode an diese Person verschicken. Und du hast auch die Möglichkeit, in diesem Bereich die Transaktions-E-Mails zu verwenden. Aber wie gesagt, das ist etwas, das du wirklich nur brauchst, wenn du auch einen Online-Shop hast. Unter den Zielgruppen kannst du deine Kunden verwalten. Hier werden langfristig deine ganzen Kontakte angezeigt. Die Kontakte kannst du auch mit Hilfe von sogenannten Tags filtern. Ein Tag, das ist einfach nur ein Schlagwort. Zum Beispiel kann das ein bestimmter Standort sein, das Alter oder ein bestimmtes Interesse, je nachdem, welche Informationen du natürlich verfügbar hast. Und dann kannst du darüber auch deine Kontakte etwas besser sortieren. Genau das gleiche kannst du auch mit Segmenten machen. Und wie das genau funktioniert, werde ich dir sofort zeigen. Ansonsten findest du auf der linken Seite auch noch den Bereich Analytics. Darüber kannst du dir die Performance von deinen Kampagnen anschauen. Hier gibt es ein paar Beispieldaten, wie so etwas ungefähr aussehen kann. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, den Umsatz über deine E-Mail-Kampagnen zu messen, für den Fall, dass du Produkte verkaufst. Und ganz am Ende gibt es auch noch den Bereich Website. Hier hast du die Möglichkeit, deine eigene Webseite zu erstellen. Unter dem Inhalt kannst du deine eigenen Bilder und Dateien hochladen, die du häufiger verwendest. Und es gibt auch hier eine neue KI-Funktion, indem du einfach die URL von deiner Webseite hinzufügst und dann werden deine ganzen Markeninformationen, also die Farben, die Schriftart, das Logo und so weiter, automatisch übernommen und deine Kampagnen werden dann auch automatisch für das Design angepasst. Unter der Integration findest du verschiedene Apps für verschiedene Anbieter, zum Beispiel WooCommerce, Google Analytics, Shopify, Canva, WordPress und so weiter. Darüber hast du die Möglichkeit, dass dein Kontaktformular auch auf diesen Plattformen angezeigt wird und die Kontakte, die sich dann darüber anmelden, werden dann auch in Mailchimp angezeigt. Wie das genau funktioniert, werde ich dir später auch noch einmal zeigen. Zuerst möchte ich dir aber zeigen, wie du deine Zielgruppen verwaltest. Deswegen klicke ich zuerst auf das Zielgruppen-Dashboard und für den Fall, dass du schon eine Kontaktliste hast, weil du vorher vielleicht ein anderes Produkt benutzt hast, möchte ich dir als nächstes zeigen, wie du deine bestehenden Kontakte in Mailchimp importieren kannst. Dafür klickst du einfach auf Kontakte hinzufügen und dann kannst du entweder deine Kontakte importieren, eine CSV- oder TXT-Datei hochladen oder die Kontakte ganz normal kopieren und einfügen. Das werde ich in diesem Beispiel auch machen. Das bestätigst du dann mit Fortfahren und dann trägst du hier einfach deine Kontakte ein. Ich habe mir mit Hilfe von ChatGPT ein paar Testdaten erstellt. Die werde ich jetzt einfach importieren, damit ich hier ein paar Daten habe. Danach musst du deine Zielgruppe auswählen. Wenn du dich in dem kostenlosen Tarif findest, dann hast du aber auch nur eine Zielgruppe. Danach hast du auch noch die Möglichkeit, sogenannte Tags hinzuzufügen. Und ich möchte zum Beispiel einen Tag für meine alten Kunden erstellen, weil ich diese Kontakte importiert habe. Deswegen schreibe ich hier rein, alte Kunden, bestätige das kurz und klicke dann auf Weiter. In dem nächsten Schritt kannst du auch nochmal überprüfen, dass die ganzen Daten richtig zugeordnet worden sind, also dass sich zum Beispiel die E-Mail-Adressen in der richtigen Spalte befinden, der Nachname korrekt ist und der Vorname auch korrekt ist.
Wenn diese Kontakte deine Newsletter auch abonniert haben, dann musst du hier nichts anpassen. Ansonsten kannst du hier den Status auch nochmal ändern und dann kannst du den Import fertigstellen. Am Ende wird nochmal eine Zusammenfassung mit den ganzen Daten angezeigt und dann kannst du den Import abschließen. Die Kontakte lasse ich mir als nächstes anzeigen. Eine Kampagne, die möchte ich noch nicht starten, aber wie das genau funktioniert, das werde ich dir auch gleich noch zeigen. Ich befinde mich jetzt in dem Bereich alle Kontakte. Hier werden dann wirklich alle Kontakte auch angezeigt. Du findest hier die verschiedenen Informationen, die du über diese Kunden hast. Du kannst sehen, wann der Kunde dem Newsletter oder deiner Liste beigetreten ist. Und du findest auch eine Bewertung, die passt sich dann langfristig an, wenn du deine ersten E-Mail-Kampagnen versendest. Und je nachdem, wie häufig die Person mit deiner E-Mail-Kampagne interagiert, desto besser ist auch hier die Bewertung. Die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für deine Zielgruppe findest du auf der linken Seite. Da gibt es verschiedene Unterpunkte. Genau die gleichen Einstellungen oder teilweise die gleichen Einstellungen findest du auch auf der rechten Seite. Zum Beispiel gibt es hier den Überblick. Hier findest du eine Zusammenfassung von deinen ganzen Kontakten und wie diese Kontakte auch mit deinen E-Mail-Kampagnen performt haben. Unter Zielgruppe verwalten kannst du deine ganzen Kontakte anzeigen lassen. Du kannst deine Kontakte in verschiedenen Gruppen unterteilen. Du kannst Segmente und Tags erstellen und die ganzen Daten kannst du natürlich auch exportieren oder auch neue Kontakte wieder importieren. Unter Kontakt hinzufügen hast du wieder die gleiche Funktion. Du kannst auch einen einzelnen Abonnenten hinzufügen. Das kannst du dann manuell machen. Und der Bereich Abonnenteneinstellungen und auch die Einstellungen generell, das kannst du auch erstmal überspringen. Hier hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dein Formular so ein bisschen anzupassen. Aber das werde ich dir auch gleich nochmal in einem anderen Bereich zeigen. Es gibt hier tatsächlich überall in Mailchimp immer so ein paar komische Schnittstellen, wo du zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen hin und her springst. Deswegen wirkt Mailchimp manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich besser geworden. Vor ein paar Jahren war das noch viel chaotischer und ich hoffe, dass das langfristig auch noch mal ein bisschen besser wird. Zum Beispiel gibt es auch in den Zielgruppen die Umfragen, was theoretisch eine Kampagne ist und genau das gleiche kannst du auch unter den Kampagnen erstellen. Deswegen dauert es auch eine Weile, bis man sich an die Benutzeroberfläche so ein bisschen gewöhnt hat. Aber wenn man hier ein bisschen Zeit verbringt, dann findet man sich auch relativ schnell zurecht. Als nächstes möchte ich dir auch noch zeigen, wie du die Segmente nutzen kannst. Die Tags, die hatte ich schon erstellt, als ich die Kontakte importiert habe. Deswegen klicke ich als nächstes auf die Segmente und dann gibt es hier zum Beispiel ein paar vorgefertigte Segmente, zum Beispiel für neue Abonnenten, für erreichte Abonnenten. Da werden dann Leute aufgenommen, die mit deiner E-Mail-Kampagne interagiert haben, beziehungsweise die E-Mail auch geöffnet haben. Und wenn du einen Online-Shop hast, dann kannst du auch eine Liste, beziehungsweise ein Segment für potenzielle Kunden erstellen. Ein neues Segment kannst du entweder über den Button oben rechts in der Ecke erstellen oder du scrollst ein bisschen nach unten und dann findest du hier nochmal genau den gleichen Button. Und ein Segment ist im Prinzip einfach nur eine kleine Untergruppe von deiner kompletten Liste. Und diese Untergruppe kannst du mithilfe von Filtern segmentieren. Zum Beispiel gibt es einen Filter für die Adresse, das Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse, Sprache, Nachname und so weiter. Das ist alles schon sehr granular. Das braucht man eigentlich am Anfang nicht. Aber das, was ich dir empfehlen würde zu machen, ist, dass du ein Segment für das E-Mail-Engagement erstellst. Hier kannst du auswählen, dass das E-Mail-Engagement neu, selten, manchmal oder oft ist. Was das genau bedeutet, ist natürlich etwas ungenau. Ich werde jetzt einfach mal oft auswählen, damit ich einfach ein Segment habe von Leuten, die wirklich viel mit dem Newsletter interagieren. Und dieses Segment nenne ich E-Mail-Engagement oft und dann speichere ich das Ganze ab, indem ich auf Segment überprüfen klicke. Dann wird direkt die Anzahl der Kontakte geladen und weil das ein neues Konto ist, werden hier natürlich auch noch keine Kontakte angezeigt. Trotzdem kann ich das Segment schon verwenden bzw. erstellen und dann wird das Segment auch unter den Segmenten angezeigt. Genau das gleiche kannst du auch wiederholen, um noch ein weiteres Segment zu erstellen für Nutzer, die zum Beispiel seltener mit deinem Newsletter interagieren, damit du einfach ein Gefühl dafür bekommst, wie viele Leute mit deinem Newsletter auch interagieren. Und wenn du zum Beispiel Produkte verkaufen möchtest, dann macht es natürlich Sinn, eine separate E-Mail-Kampagne zu erstellen für die Leute, die häufig mit deinem Newsletter interagieren, weil da die Kaufwahrscheinlichkeit natürlich auch deutlich höher ist. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du ein Formular erstellst und wie du das Formular auch auf deiner Webseite installierst, weil du hast jetzt natürlich hier deine Zielgruppe und du möchtest natürlich auch, dass sich diese Zielgruppe mit mehr Personen füllt. Ein neues Formular kannst du entweder unter den Kampagnen erstellen. In diesem Bereich sind aber nicht alle Formulare verfügbar. Deswegen hast du auch die Möglichkeit, unter den Zielgruppen auf das Registrierungsformular zu klicken. Und dann kannst du auch über diesen Bereich ein Formular erstellen. Zum Beispiel gibt es hier einen sogenannten Formularbilder. Darüber kannst du dein Formular erstellen. Du kannst angeben, welche Informationen du ganz gerne sammeln möchtest
und dann bekommst du eine URL angezeigt, die du dann entweder auf deiner Webseite hinzufügen kannst oder auf deinen Social-Media-Kanälen. Und wenn die Leute auf den Link klicken, dann können sie das Formular aufrufen und sich dann für deinen Newsletter anmelden. Genau das gleiche kannst du auch in einem Pop-up-Design machen, das dann zum Beispiel auf deiner Webseite angezeigt wird nach ein paar Sekunden. Ich bin davon persönlich kein großer Fan, weil ich finde das einfach ein bisschen störend. Du verschlechterst damit die Benutzererfahrung auf deiner Webseite und das Ganze wirkt sich auch negativ auf deine Website-Performance aus. Dann gibt es auch noch die eingebetteten Formulare. Darüber kannst du auch wieder dein Kontaktformular konfigurieren. Am Ende kriegst du einen HTML-Code angezeigt, den du dann auf deiner Webseite hinzufügen kannst und dann wird darüber das Formular auf deiner Webseite angezeigt. Eine weitere Möglichkeit ist das Kontaktformular. Darüber hast du dann auch die Möglichkeit, direkt über Mailchimp mit den Kontakten zu kommunizieren. Du kannst direkt eine Landingpage erstellen, auf der dann auch automatisch das Formular angezeigt wird. Ich würde dir empfehlen, eine richtige Landingpage mit einem richtigen Tool zu bauen, weil du damit einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Und die letzte Option, die ich tatsächlich auch bevorzuge, ist die Integration von Mailchimp mit irgendeinem anderen Tool. Wenn du eine Webseite hast, gibt es garantiert ein Mailchimp-Plugin, das du benutzen kannst, ganz egal, wo deine Webseite gehostet ist. Dann hast du die Möglichkeit, über deinen Website-Baukasten oder zum Beispiel über WordPress das Formular eigenständig zu erstellen. Und mit der Integration sorgst du dann dafür, dass die Kontakte trotzdem in Mailchimp angezeigt werden. Ich möchte dir als nächstes zeigen, wie du ein komplett neues Formular in Mailchimp erstellen kannst. Und dann werde ich dir auch noch zeigen, wie du so eine Integration mit WordPress herstellen kannst. Zuerst werde ich aber das eingebettete Formular erstellen, deswegen klicke ich hier kurz drauf und dann öffnet sich ein Arbeitsbereich. Auf der linken Seite kannst du die Formularfelder auswählen. Zum Beispiel kannst du hier auswählen, dass du nach den Vornamen und Nachnamen fragen möchtest. Die Reihenfolge kannst du auch ändern, dass du zum Beispiel die E-Mail ganz ans Ende hinzufügst und wenn du auf ein Feld draufklickst, zum Beispiel auf den Nachnamen, dann kannst du hier auch nochmal den Namen anpassen, der in dem Formular angezeigt wird und du kannst auch noch einen Hilfstext hinzufügen. Bei Bedarf einstellen, das bedeutet, dass das ein Pflichtfeld wird. Das ist etwas komisch übersetzt. Ich würde dir aber empfehlen, dass du nur die E-Mail-Adresse als Pflichtfeld benutzt und alle anderen Sachen optional lässt, damit du es für eine Person möglichst einfach machst, die Anmeldung abzuschließen, weil ansonsten kann es passieren, dass viele Leute abspringen. Wenn das soweit passt, dann kannst du wieder auf den Pfeil oben links in der Ecke klicken. Darunter gibt es noch die Einstellungen. Hier kannst du einen Titel festlegen, den kannst du aber auch ausblenden und dann zum Beispiel einen Titel auf deiner Webseite hinzufügen. Die Breite von dem Formular kannst du anpassen. Wenn ich das zum Beispiel auf 900 Pixel stelle, dann zieht sich das etwas in die Länge. 600 Pixel ist eine ganz gute Größe, deswegen lasse ich das so. Und mit Hilfe von den CSS-Einstellungen kannst du das Design noch so ein bisschen anpassen, aber das ist schon ein bisschen fortgeschrittener. Deswegen würde ich diesen Teil einfach überspringen, wenn du dich mit CSS nicht so gut auskennst. Dann hast du auch die Möglichkeit, Tags hinzuzufügen und alle Leute, die sich über dieses Formular anmelden, werden dann automatisch mit diesem Tag markiert. Ich habe bisher nur den Tag für alte Kunden erstellt. Ich erstelle jetzt noch einen allgemeinen Tag für Newsletter, Anmeldung und speichere das Ganze ab. Am Ende gibt es noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten für das Logo, das du unten rechts findest. Das kannst du zum Beispiel hell oder dunkel machen. Entfernen kannst du das leider nicht. Das funktioniert nur, indem du ein Upgrade durchführst. Aber wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, ein eigenes Formular zu erstellen, direkt über den Website-Anbieter, den du benutzt. Dann wird natürlich das Mailchimp-Logo nicht angezeigt und wie das genau funktioniert, das werde ich dir auch gleich nochmal zeigen. Das Ganze bestätigst du dann, indem du oben rechts auf den Button Fortfahren klickst und dann findest du hier den Code, den du auf deiner Webseite hinzufügen kannst. Die Testseite, die ich in diesem Tutorial verwenden werde, ist über WordPress gehostet. Ich habe dafür auch schon eine Unterseite erstellt für den Newsletter. Deswegen klicke ich da kurz drauf, klicke auf Bearbeiten und ich benutze für das Design Elementor. Hier kannst du nach einem Widget suchen bzw. nach einem HTML-Widget. Das ziehst du dann einfach in den Arbeitsbereich auf der rechten Seite und dann kannst du hier den HTML-Code eintragen, den du in Mailchimp findest. Das Kontaktformular wird dann hier auch direkt angezeigt. Von den Designeinstellungen bist du da ein bisschen limitiert. Natürlich kannst du hier den CSS-Code individuell anpassen. Dafür musst du natürlich auch wissen, wie CSS funktioniert. Du kannst auch ChatGPT benutzen und den Code einfach in ChatGPT reinkopieren und dann ChatGPT sagen, was du ganz gerne anpassen möchtest und dann kannst du gucken, ob der Code funktioniert. Aber von den Designeinstellungen bist du da auf jeden Fall schon sehr stark limitiert in Mailchimp. Deswegen möchte ich dir als nächstes auch noch zeigen, wie du das Ganze mit einem eigenen Kontaktformular einrichten kannst. Der Buttontext am Ende zeigt zum Beispiel auch Subscribe an, was jetzt auch nicht optimal ist. Das kannst du aber auch anpassen, indem du über
Steuerung F nach Subscribe suchst und ich kann einfach mal schauen, ob ich den Abschnitt finde, über den ich den Text auch anpassen kann. Hier ist zum Beispiel der Wert Subscribe und wenn ich diesen Teil ändere und hier zum Beispiel Newsletter abonnieren reinschreibe, dann kannst du darüber das anpassen. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen fortgeschrittener, aber die Möglichkeit, die gibt es auf jeden Fall. Das Ganze speicherst du dann ab und dann hast du das Kontaktformular auch auf deiner Webseite installiert. In Mailchimp musst du das Ganze natürlich auch noch beenden, indem du auf Zurück zur Formularliste klickst. Und wenn sich eine Person dann über dieses Kontaktformular anmeldet, dann wird diese Person auch in Mailchimp direkt angezeigt. Eine weitere Möglichkeit ist die Integration von Formularen. Das möchte ich dir als nächstes zeigen. Hier kommt es natürlich darauf an, welchen Anbieter du verwendest, aber es gibt eigentlich für gefühlt jeden Anbieter ein Mailchimp-Plugin. Meine Website ist über WordPress gehostet. Ich benutze dafür Elementor und in Elementor hast du auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Form-Widget zu benutzen. Das ist einfach nur ein Kontaktformular. Das ganze Design von dem Formular kannst du hier wirklich individuell anpassen. Wie das genau funktioniert, das werde ich dir jetzt in diesem Video nicht zeigen. Ich möchte dir zeigen, wie du so ein Formular auch mit Mailchimp verbinden kannst. Und das funktioniert, indem du auf die Aktion nach dem Versenden auf der linken Seite klickst. Zuerst entfernst du hier die Aktionen, klickst dann auf das Pluszeichen und dann wählst du Mailchimp aus. Darunter findest du die Mailchimp-Einstellungen und hier musst du einen API-Schlüssel eingeben. Und dafür muss ich wieder zurück in Mailchimp. Den API-Schlüssel musst du zuerst erstellen. Das kannst du wieder machen, indem du auf dein Profil klickst und dann unter den Profileinstellungen, unter den Extras, den API-Schlüssel auswählst. In diesem Bereich kannst du einen neuen API-Schlüssel erstellen. Zuerst musst du einen Namen festlegen und dann kannst du dir hier den API-Schlüssel herauskopieren. Dann gehst du wieder zurück in den WordPress-Editor und trägst hier deinen API-Schlüssel ein. Unter der Audience sollte dann auch hier deine Zielgruppe auftauchen. Die musst du natürlich auswählen. Und das bedeutet, dass alle Leute, die dieses Kontaktformular ausfüllen, dann auch automatisch in dieser Zielgruppe aufgenommen werden. Du hast auch die Möglichkeit, verschiedene Tags für dieses Formular hinzuzufügen und diese Tags werden dann automatisch den Personen zugeordnet, die dieses Formular ausfüllen. Den Double Opt-in, den musst du auf jeden Fall aktivieren und dann speicherst du die Änderungen ab. Für den Fall, dass du nicht Elementor benutzt und zum Beispiel ein anderes Plugin für ein Formular benutzt, hast du auch die Möglichkeit, ein Mailchimp-Plugin in WordPress zu installieren. Genauso funktioniert das auch für irgendwelche anderen Plattformen. Da gibt es auch garantiert irgendein Plugin, das du verwenden kannst. Und wenn du zum Beispiel auf neues Plugin hinzufügen klickst und oben rechts nach Mailchimp suchst, dann gibt es hier ein Plugin, das heißt Mailchimp for WordPress. Das ist auf jeden Fall ein gutes Plugin, mit dem ich auch selber schon gute Erfahrungen gemacht habe. Und wenn du dieses Plugin installierst, kannst du auch in dem Plugin den API-Schlüssel hinterlegen und darüber dann die Verbindung herstellen, damit deine Kontakte auch in Mailchimp angezeigt werden. Die Formulare kann ich auch kurz überprüfen. Hier habe ich auf jeden Fall schon eine Nachricht bekommen, dass das erfolgreich war. Natürlich muss man bei diesem Formular das ganze Design noch anpassen. Das ist jetzt nicht für einen Newsletter designt. Mir wird hier auch direkt eine Fehlermeldung angezeigt, dass hier irgendetwas nicht funktioniert. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass du dein Formular vorher erst nochmal überprüfst, um sicherzugehen, dass auch alles funktioniert und die Leute in deiner Liste aufgenommen werden. Ich schaue mir das jetzt nochmal kurz an, damit ich auch weiß, wo genau der Fehler liegt. Das Senden war jetzt auch erfolgreich. Den Fehler konnte ich relativ schnell finden. Ich musste einfach nur in dem Formular unter der Feldabbildung in den Mailchimp-Einstellungen bei der E-Mail die E-Mail hinterlegen und bei dem Vornamen noch den Namen. Das kann ich jetzt auch in Mailchimp nochmal überprüfen, indem ich alle Kontakte auswähle. Bei mir ist noch irgendein Segment ausgewählt, das kann ich aber auch kurz löschen. Und dann wird der erste Kontakt von dem Mailchimp-Formular hier auch direkt angezeigt. Der Kontakt oder die Anmeldung über das zweite Formular, über das Elementor-Formular, wird nicht angezeigt. Das liegt aber auch daran, dass ich hier den Doppel-Opt-in aktiviert habe. Das bedeutet, dass eine Person bzw. die Person, die sich hier angemeldet hat, die Anmeldung nochmal bestätigen muss und erst dann wird die Person auch in dieser Kontaktliste aufgenommen. Das war eine Dummy-E-Mail, deswegen kann ich den Doppel-Opt-in jetzt auch nicht aktivieren bzw. bestätigen, aber ich kann hier nochmal den Doppel-Opt-in entfernen.
Das Ganze dann speichern und dann die Seite nochmal kurz aktualisieren und nochmal das Kontaktformular ausfüllen. Dann klicke ich wieder auf Senden, bekomme hier auch die Meldung, dass das erfolgreich war. Und wenn ich dann wieder zurück in die Kontakte gehe, die Seite aktualisiere, dann wird hier auch der Kontakt angezeigt und das hat auf jeden Fall alles funktioniert. Aber den Double Opt-in, den solltest du auf jeden Fall aktivieren, weil das in Deutschland auf jeden Fall Pflicht ist. Du weißt jetzt auf jeden Fall, wie du solche Formulare erstellen kannst und auf deiner Webseite hinzufügen kannst. Deswegen kann ich in diesem Bereich auch wieder schließen. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du in Mailchimp eine E-Mail-Kampagne erstellen kannst. Deswegen klicke ich auf der linken Seite auf die Kampagnen. Eine neue Kampagne kannst du über den Button oben rechts in der Ecke erstellen. Auf der rechten Seite findest du ein paar Vorschläge, zum Beispiel eine normale E-Mail, eine Automatisierung oder eine Landingpage. Und auf der linken Seite findest du die ganzen verschiedenen Kampagnentypen, die du in Mailchimp verwenden kannst. Ich werde dir als nächstes zeigen, wie du eine E-Mail-Kampagne erstellst und danach zeige ich dir auch noch, wie du die Umfragen nutzen kannst. Bei den E-Mail-Kampagnen gibt es 3 verschiedene Bereiche, was auch ein bisschen verwirrend ist. Die normale E-Mail, das ist eine ganz normale E-Mail-Kampagne. Darüber kannst du alles individuell konfigurieren. Der Text, das ist ein bisschen fortgeschrittener. Das ist auch nicht wirklich nutzerfreundlich, deswegen würde ich dir auch empfehlen, diesen Bereich nicht zu benutzen. Und du hast auch die Möglichkeit, E-Mail-Vorlagen zu erstellen, die du dann immer wieder verwenden kannst. Ich werde in diesem Beispiel eine normale E-Mail-Kampagne erstellen, deswegen klicke ich hier kurz drauf und da musst du zuerst dieser Kampagne einen Namen geben. Diese Kampagne nenne ich Marketing-Tipps. Klicke danach auf den Button und dann kannst du anfangen, deine E-Mail-Kampagne zu konfigurieren. Als erstes musst du auswählen, wer deine E-Mail empfangen soll. Hier kannst du deine Zielgruppe auswählen, du kannst auch ein Segment auswählen oder verschiedene Tags benutzen, wenn du zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne nur an bestimmte Leute schicken möchtest. Du hast auch die Möglichkeit, ein Segment oder einen Tag auszuschließen und du kannst das Ganze personalisieren, indem du hier den Haken setzt. Über die sogenannten Merge-Tags kannst du auswählen, was genau personalisiert werden soll. Hier kannst du zum Beispiel den Vornamen, den Nachnamen oder den Vornamen und Nachnamen auswählen. Das ist einfach nur ein Platzhalter und wenn du den auswählst, dann wird zum Beispiel der Vorname von dieser Person direkt angezeigt. Natürlich nur, wenn du auch die Daten von dieser Person hast und darüber wird das Ganze etwas persönlicher. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen zu benutzen. Deswegen klicke ich auf Speichern. Und als nächstes hast du die Möglichkeit, den Absender auszuwählen. Hier solltest du auch darauf achten, dass du eine professionelle E-Mail-Adresse verwendest und keine kostenlose E-Mail-Adresse, weil du damit die Chance erhöhst, dass deine E-Mail auch nicht im Spam-Ordner landet. Den Namen kannst du individuell anpassen. Hier würde ich auch versuchen, das Ganze etwas persönlicher zu machen. Zum Beispiel kann ich hier meinen Vornamen noch reinschreiben und dahinter den Unternehmensnamen und das Ganze dann speichern. Der Betreff ist auch ein wichtiger Bereich, weil du damit dafür sorgst, dass die Leute auch auf deine E-Mail klicken und sich den Inhalt anschauen. Das ist einfach so ein kleiner Teaser, da kannst du schon mal kurz erwähnen, worum es in der E-Mail geht und das Interesse von den Personen wecken. Ich möchte in dieser E-Mail-Kampagne 10 Google Analytics-Tipps mit der Zielgruppe teilen. Genau das schreibe ich auch in den Betreff rein. Du kannst natürlich auch Emojis benutzen. Das hebt dich einfach so ein bisschen von den anderen E-Mails ab. Deswegen ist das eine beliebte Strategie, die viele Leute benutzen. Und den Inhalt von dieser E-Mail habe ich mir kurz mit ChatGPT erstellen lassen. Und inhaltlich ist das auch gar nicht so schlecht. Der Betreff lautet: Deine Top 10 Google Analytics-Tipps warten. Als Vorschautext habe ich benutzt: Verbessere jetzt deine Google Analytics Skills. Und auf der rechten Seite werden dir auch direkt ein paar Best Practices angezeigt, was man hier verwenden soll, damit die Durchklickrate auch möglichst hoch ist, was natürlich für Anfänger eine super Starthilfe ist. Das Ganze speicherst du dann ab und darunter kannst du den Versandzeitpunkt festlegen. In der kostenlosen Version ist es leider nicht möglich, das Ganze im Voraus zu planen. Wenn du hier draufklickst, dann kannst du zum Beispiel ein Zustellungsdatum auswählen, das in der Zukunft liegt. Du kannst das Ganze auch so timen, dass die E-Mail versendet wird, um eine möglichst hohe Durchklickrate zu erreichen. Aber wie gesagt, in der kostenlosen Version ist das leider nicht möglich. Deswegen kannst du das nur sofort senden. Du kannst das Ganze natürlich auch im Entwurf speichern und dann später versenden, wenn du alles fertig konfiguriert hast. Im letzten Bereich kannst du dann den Inhalt anpassen, indem du auf E-Mail gestalten klickst. Und dann wirst du in den Editor von Mailchimp weitergeleitet. Vorher musst du noch eine Vorlage auswählen. Die Vorlagen kannst du über die Filter etwas besser sortieren. Wenn du zum Beispiel einen bestimmten Anlass hast oder in einer bestimmten Branche tätig bist, dann kannst du das alles hier filtern. Viele von den Vorlagen sind aber auch nicht kostenlos. Das kannst du aber auch ändern, indem du hier einfach den Regler setzt und dann werden auch nur die kostenlosen Vorlagen angezeigt. Wenn du vorher schon eine Vorlage erstellt hast und die gespeichert hast, dann kannst du die auch in dem nächsten Tab dir angucken.
Du kannst dir deine alten E-Mails hier anschauen und dann die alten E-Mails wieder recyceln, beziehungsweise das Design einfach übernehmen. Deine ganzen E-Mails werden hier auch angezeigt, die sich gerade im Entwurf befinden. Und du hast auch die Möglichkeit, eine eigene Vorlage zu erstellen. Ich werde in diesem Beispiel die minimale Vorlage verwenden, deswegen klicke ich auf Anwenden. Dann öffnet sich der Editor von Mailchimp. Auf der linken Seite findest du dann verschiedene Textbausteine, die du verwenden kannst für den ganzen Inhalt. Zum Beispiel gibt es hier eine Überschrift, einen Textabschnitt, eine Schaltfläche, also einen Button. Und wenn du irgendetwas davon verwenden möchtest, dann lässt du einfach die linke Maustaste gedrückt, ziehst den Block nach rechts und lässt die linke Maustaste los. Und dann kannst du hier diesen Block bearbeiten. Bei einer Schaltfläche kannst du dann hier zum Beispiel den Link hinterlegen und du kannst das Design anpassen, also ob der Button zum Beispiel links, rechts oder in der Mitte angezeigt werden soll. Die Größe kannst du anpassen, die Farbe. Und wenn du den Text ändern möchtest, dann klickst du einfach auf den Text auf der rechten Seite und dann kannst du hier den Button-Text einfach anpassen. Die ganzen Blöcke auf der rechten Seite kannst du natürlich auch löschen, indem du auf das Mülleimer-Symbol klickst. Du hast auch die Möglichkeit, Layout-Abschnitte hinzuzufügen und dann kannst du in dem Layout verschiedene Blöcke einfügen. Und unter den Blöcken auf der linken Seite findest du auch noch die Stileinstellungen. Die Übersetzung ist hier auch nicht ganz korrekt. Zum Beispiel gibt es ganz oben die E-Mail-Adressen. Hier kannst du einfach nur die Hintergrundanfarbe anpassen. Zum Beispiel kann ich hier das mal auf Rot ändern, damit du siehst, welcher Bereich sich dadurch verändert. Und genau das Gleiche kannst du auch noch für die Farbe im Haupttext machen. Das ist dann der mittlere Bereich. Und das kannst du dann zum Beispiel hier einstellen. Du kannst auch ein Hintergrundbild hinzufügen. Dann gibt es auch noch die Texteinstellungen. Darüber kannst du die Schriftgröße und die Schriftart in deiner E-Mail anpassen. Das wird dann automatisch für alle Textbereiche in deiner E-Mail angewendet und da musst du nicht individuell jeden einzelnen Block bearbeiten. Genau das Gleiche gilt auch für die Links. Die würde ich tatsächlich ein bisschen ändern, dass das nicht in der gleichen Farbe ist wie der normale Text. Zum Beispiel kann ich hier in Blau benutzen und dann wird der Link, auf den ein Nutzer hier klicken kann, in Blau angezeigt und dadurch ist das einfach ein bisschen deutlicher, dass es sich dabei um einen Link handelt. Genau die gleiche Farbe kann ich auch für den Button benutzen, deswegen kopiere ich die mir hier kurz raus, klicke dann auf die Schaltfläche und füge das Blau hier ein, damit das optisch auch ein bisschen besser aussieht. Das Design von dem Button kannst du natürlich auch noch anpassen. Die Umrandung möchte ich zum Beispiel ein bisschen kleiner haben und ganz am Ende gibt es auch noch den Teiler, das ist der untere Bereich hier unten, den kannst du auch ein bisschen dicker machen, wenn du möchtest. Aber ich finde, das sieht auf jeden Fall besser aus, wenn das nicht ganz so dick ist. Ja, und das sind auch schon alle Stileinstellungen, die du hier vornehmen kannst. Und als nächstes möchte ich dir dann auch zeigen, wie du den oder die E-Mail auf der rechten Seite anpassen kannst. Das Logo möchte ich zum Beispiel entfernen, das brauche ich für diese E-Mail-Kampagne nicht. Deswegen klicke ich hier drauf und klicke dann auf das Mülleimer-Symbol. Das Bild, das brauche ich auch nicht. Das kann ich auch löschen und dann passe ich hier als nächstes den Text an. Und in dieser E-Mail möchte ich den Lesern einfach ein paar Google Analytics Tipps geben. Deswegen schreibe ich hier als Überschrift rein, werde zum Google Analytics Profi. Dann kannst du auch noch eine kurze Ansprache machen, beziehungsweise eine kurze Begrüßung. Und die Begrüßung kannst du auch personalisieren, indem du wieder die Merge Tags benutzt. Das findest du oben rechts und wenn ich hier draufklicke, dann kann ich zum Beispiel wieder den Vornamen hier einfügen und dann wird das individuell für jede Person angepasst, solange du natürlich auch die Vornamen von deinen Nutzern hast. Den Text habe ich mit ChatGPT erstellt, deswegen kopiere ich den hier kurz rein. Die ganze Ausrichtung von dem Text kannst du natürlich auch noch anpassen. Zum Beispiel kann ich das hier auch alles auf der linken Seite anordnen, wobei die Überschrift auf jeden Fall besser aussieht in der Mitte. Die Ansprache bzw. die Begrüßung, die kann ich auch in der Mitte platzieren. Und die 10 Tipps, die werden dann links ausgerichtet, damit man das alles etwas besser sehen kann. Den Button, den brauche ich in diesem Fall tatsächlich nicht. Deswegen kann ich den löschen. Aber ich möchte trotzdem noch ganz gerne ein kurzes Schlusswort hinzufügen. Zum Beispiel kann ich hier reinschreiben, besuche unseren Blog für mehr Tipps oder für mehr Marketing-Tipps. Den Blog, den solltest du dann natürlich auch noch verlinken. Das kannst du machen, indem du den Text einfach markierst, dann auf das Link-Symbol klickst und dann kannst du hier die URL einfügen und das Ganze speichern. Vom Inhalt sieht das schon ganz gut aus. Als nächstes möchte ich auch noch den Footer bearbeiten und da gibt es auch ein paar Sachen, die du unbedingt beachten musst. Die Social Media Icons, die kann ich wieder entfernen. Das Logo kann ich auch wieder entfernen, das brauche ich nicht. Und dann gibt es hier ein paar Platzhalter, die verschiedene Informationen beinhalten. Das kannst du dir auch in der Vorschau anschauen, indem du oben rechts
auf den Button klickst. Und hier kannst du sehen, wie die E-Mail auf dem Desktop und auf dem Mobilgerät dargestellt wird. Der Bereich Posteingang, den kannst du nur nutzen, wenn du dich in einem bezahlten Tarif befindest. Und das, was ich dir jetzt zeigen wollte, das ist der Footer. Hier kannst du nämlich sehen, welcher Text bei den Platzhaltern verwendet wird. Wichtig ist, dass in dem Footer immer deine Anschrift angezeigt wird. Das ist in Deutschland aus Datenschutzsicht auf jeden Fall Pflicht. Dann muss ein Nutzer auch die Möglichkeit haben, sich von dem Newsletter abmelden zu können. Deswegen findest du hier auch immer einen Link, über den ein Nutzer das machen kann. Und theoretisch musst du auch noch das Impressum und deine Datenschutzerklärung in dem Footer verlinken, was jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall ist. Das kannst du aber relativ einfach anpassen, indem du den Vorschau-Modus wieder schließt. Die erste Zeile, die kann ich löschen, die brauche ich nicht, und dann, damit man den Footer einfach ein bisschen besser lesen kann, schreibe ich hier noch kurz rein: Du hast diese E-Mail erhalten, weil du dich für unseren Newsletter angemeldet hast. Dann füge ich hier direkt den Text ein, dass der Nutzer den Newsletter auch wieder abbestellen kann. Die Schriftgröße, die muss ich hier natürlich anpassen, damit das auch richtig aussieht. Das Kursiv entferne ich hier auch wieder, und den Text, den kann ich hier auch nochmal anpassen. Zum Beispiel kann ich hier schreiben: Hier kannst du deine Präferenzen aktualisieren oder den Newsletter abbestellen. Den Platzhalter darunter, den brauche ich auch nicht, den kann ich auch löschen. Deine Anschrift muss, wie gesagt, auf jeden Fall angegeben werden. Das kannst du entweder individuell machen oder du lässt einfach den Platzhalter aktiv. Darunter füge ich dann noch das Impressum und die Datenschutzerklärung dazu. Die muss ich natürlich auch noch verlinken. Dafür kannst du einfach den Text markieren, dann auf den Link klicken und dann trägst du hier den Link von deiner Datenschutzerklärung ein. Genau das gleiche machst du für das Impressum, speicherst das Ganze wieder ab. Den unteren Text, den kann ich auch löschen, den brauche ich nicht. Und dann kann ich mir das auch nochmal in der Vorschau wieder anschauen, um zu gucken, ob das alles richtig formatiert ist. Das sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus. Den Text, unsere Postanschrift lautet, den kann man theoretisch auch entfernen. Germany muss man hier, denke ich, auch nicht unbedingt erwähnen. Man kann ja auch noch ein paar Textzeilen hinzufügen, damit das nicht ganz so gequetscht aussieht. Aber ich denke, für den Anfang ist das auf jeden Fall schon in Ordnung. Das Logo kannst du in der kostenlosen Version nicht entfernen. Das kostet dann nochmal extra. Du kannst das hier theoretisch auch dunkel machen oder hell. Aber ich finde, in dem hellen Design ist das weniger störend. Ich persönlich finde das auch nicht wirklich schlimm, wenn das Logo angezeigt wird. Aber wenn dich das stört, dann musst du einfach nur ein Upgrade machen und dann kannst du das entfernen. Den Vorgang solltest du dann natürlich auch noch speichern. Du hast auch die Möglichkeit, eine Test-E-Mail erstmal zu versenden, oder du hast auch die Möglichkeit, diese E-Mail als Vorlage zu speichern, wenn du die zum Beispiel, oder wenn du das Design oder den Aufbau von dieser E-Mail regelmäßig verwenden möchtest. Eine Test-E-Mail würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du die am besten an verschiedene E-Mail-Anbieter verschickst. Wenn du zum Beispiel ein Konto bei Gmail hast und auch ein Web.de-Konto, dann würde ich die hier alle hinzufügen, damit du auch sicher gehen kannst, dass die E-Mail bei verschiedenen Anbietern überall korrekt dargestellt wird. Dafür trägst du einfach die E-Mail-Adresse hier ein und klickst dann auf Test absenden. Ich speichere das Ganze erstmal ab. Du hast auch die Möglichkeit, die Test-E-Mail danach noch abzuschicken. Du wirst zum Beispiel als nächstes wieder in die Übersicht weitergeleitet. Hier hast du auch nochmal die Möglichkeit, oben rechts in der Ecke eine Test-E-Mail zu versenden. Und wenn du die E-Mail erstmal als Entwurf speichern möchtest, dann klickst du einfach auf Später fertigstellen oder du klickst auf Senden, wenn du die E-Mail sofort versenden möchtest. Ich speichere das erstmal als Entwurf und dann befinde ich mich wieder in der Übersicht von meinen ganzen Kampagnen. Die erste Kampagne wird jetzt hier angezeigt. Auf der rechten Seite kannst du die Kampagne dann auch nochmal nachträglich bearbeiten. Du kannst dir das anzeigen lassen, und wenn du auf Vervielfältigen klickst, bedeutet das einfach nur, dass du diese E-Mail-Kampagne duplizieren kannst. Da möchte ich dir auch noch zeigen, wie du eine Umfrage erstellen kannst. Dafür klicke ich wieder auf Neu erstellen und wähle diesmal die Umfrage aus. Und mit den Umfragen hast du die Möglichkeit, Feedback von deinen Kunden zu sammeln. Hier gibt es auch schon ein paar Vorschläge. Wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast und auch die Transaktions-E-Mail benutzt, dann kannst du hier eine Umfrage machen, wie der ganze Verkaufsprozess war. Genau das Gleiche kannst du auch für verschiedene Events machen. Und diese ganzen Informationen helfen dir dabei, dein Unternehmen und auch deine Webseite zu optimieren. Bei mir wird dieser Bereich jetzt in Englisch angezeigt. Das liegt einfach daran, dass Mailchimp in der deutschen Sprache noch so ein bisschen buggy ist und die Übersetzung bei vielen oder in manchen Bereichen einfach noch nicht zu 100% korrekt ist. Aber es kann sein, dass bei dir das auch hier in Deutsch angezeigt wird. Eine neue Umfrage kannst du dann über den Button oben rechts in der Ecke erstellen. Und wenn du auf das Pluszeichen klickst, dann kannst du hier verschiedene Fragen
auswählen, zum Beispiel einen offenen Text, einen Score, eine Checkbox oder eine Liste mit verschiedenen Optionen. Am Anfang kannst du natürlich eine Einleitung machen. Du kannst dann zum Beispiel ein Video hinzufügen, einen Text oder ein Bild. Ich möchte ganz gerne einen Text benutzen und diesen Fragebogen möchte ich zum Beispiel dafür verwenden, um die ganzen Kundenanfragen etwas besser qualifizieren zu können. Ich habe für den Inhalt auch wieder ChatGPT benutzt, um einfach mal zu zeigen, wie das funktioniert. Und in diesem Fragebogen möchte ich ganz gerne, oder ich bleibe wieder bei dem Marketing-Thema, und in diesem Fragebogen möchte ich die Kunden, die zum Beispiel eine Google Ads Beratung haben möchten, etwas besser qualifizieren, indem ich einfach frage, wie hoch das Werbebudget ist, welche Ziele die Kunden haben, um einfach herauszufinden, ob das eine gute Anfrage ist oder vielleicht ein Kunde ist, mit dem ich nicht zusammenarbeiten kann. In der Einführung habe ich einfach kurz beschrieben, worum es geht und warum ich diese Informationen benötige. Und danach möchte ich ganz gerne eine Checkbox benutzen und in dieser Frage möchte ich herausfinden, wie hoch das Werbebudget ist. Die Option 1 ist unter 500 Euro, die Option 2 ist 500 Euro bis 1000 Euro, Option 3 ist 1000 Euro bis 5000 Euro und Option 4 ist über 5000 Euro. Als nächstes möchte ich herausfinden, welches Ziel dieser Kunde verfolgt, damit ich auch einfach besser einschätzen kann, ob dieses Ziel realistisch ist und ob ich damit helfen kann oder nicht. Als Antwortmöglichkeiten gibt es die Steigerung der Markenbekanntheit, Generierung von Leads, Erhöhung der Online-Verkäufe oder die Förderung von lokalen Besuchen. Danach möchte ich natürlich auch wissen, welche Produkte oder welche Dienstleistungen beworben werden sollen. Und dafür benutze ich einen offenen Text. Natürlich könnte ich jetzt auch noch 3, 4 oder 5 weitere Fragen hier hinzufügen, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Ich denke, das ist soweit verständlich und du weißt, wie das funktioniert. Du kannst halt immer verschiedene Fragen auswählen, Antwortmöglichkeiten hinzufügen, die ein Nutzer benutzen kann oder das Ganze auch als offene Frage stellen. Du hast auch die Möglichkeit, bestimmte Fragen als verpflichtend zu markieren. Das solltest du aber nur machen, wenn du die Informationen auch wirklich brauchst. Darunter kannst du die Frage duplizieren oder die Frage auch löschen. Diesen Fortschritt kannst du oben rechts in der Ecke wieder als Entwurf speichern oder du klickst auf Continue bzw. auf Weiter und dann wird dieser Fragebogen erstellt. Es gibt auch ein paar Designeinstellungen, die du noch hinzufügen kannst. Zum Beispiel kannst du dein Logo hochladen. Das Branding kannst du ja wieder leider nur entfernen, wenn du einen bezahlten Tarif hast. Dann gibt es hier noch ein paar Nachrichten, die du bearbeiten kannst. Zum Beispiel kannst du einen Titel hinzufügen. Den Buttontext solltest du auf jeden Fall anpassen. Zum Beispiel kann ich hier reinschreiben, Antworten abschicken. Die Bestätigungsnachricht kannst du auch noch anpassen. Zum Beispiel vielen Dank für deine Antworten. Wir melden uns in den nächsten 7 Tagen bei dir oder irgendwie sowas. Dann gibt es noch eine weitere Nachricht, die angezeigt wird, wenn der Fragebogen nicht mehr ausgefüllt werden kann. Und wenn irgendwo ein Fehler auftritt, dann kannst du hier auch nochmal einen Text hinzufügen, damit der Nutzer weiß, dass der Text nochmal angepasst werden muss. Dann gibt es auch noch die Style-Einstellungen. Hier hast du die Möglichkeit, den Button oder die Buttonfarbe nochmal anzupassen. Zum Beispiel kann ich hier auch wieder ein Blau benutzen und dann kannst du den Fortschritt wieder speichern über den Button oben rechts in der Ecke. Den Fragebogen möchte ich auch benennen. Zum Beispiel kann ich hier Kundenqualifizierung reinschreiben, das Ganze speichern. Und wenn du eine Benachrichtigung bekommen möchtest, wenn jemand das ausgefüllt hat, dann kannst du hier natürlich auch den Haken aktivieren und das Ganze dann wieder oben rechts in der Ecke bestätigen. Dann findest du eine Übersicht von deinem Fragebogen. Du hast die Möglichkeit, für diesen Fragebogen auch eine E-Mail-Kampagne zu erstellen. Du kannst den Fragebogen für eine Automatisierung verwenden, auf Facebook oder Twitter teilen oder du kannst dir einfach die URL kopieren und die dann zum Beispiel auf deiner Webseite platzieren. Ich habe zum Beispiel ein Kontaktformular auf dieser Seite und wenn eine Person dieses Kontaktformular abschickt, dann wird die Person auf eine Danke-Seite weitergeleitet. Und auf dieser Danke-Seite könnte ich jetzt den Fragebogen hinzufügen, damit ich die Anfragen, die ich bekomme, direkt qualifizieren kann. Dafür gehe ich einfach wieder in den Backend-Bereich von WordPress, wähle die Danke-Seite aus, klicke auf Bearbeiten. Ich habe hier noch den folgenden Text hinzugefügt und der Fragebogen, der wird hier auch kurz erwähnt, den kann ich markieren. Dann kann ich hier zum Beispiel den Link von dem Fragebogen einfügen. Dann bestätige ich das kurz, aktualisiere die Seite und wenn ich dann die Danke-Seite aufrufe, wird der Text hier auch angezeigt. Dann klicke ich kurz auf den Link und dann werde ich direkt zu dem Fragebogen von Mailchimp weitergeleitet. Natürlich kann man das Ganze auch noch anders verpacken. Ich könnte hier zum Beispiel auch einen Button hinzufügen und dann in dem Button den Link einfügen. Dann kann ich hier auch reinschreiben zum Fragebogen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Funktion, die es in Mailchimp gibt, mit der man viele
verschiedene und interessante Sachen machen kann. Natürlich gibt es da auch andere Plattformen für, wie zum Beispiel Google Forms oder Typeforms, die im Prinzip genau das Gleiche machen. Aber wenn man das Ganze lieber in einer Plattform machen möchte und nicht verschiedene Softwareprodukte dafür nutzen möchte, dann hat man in Mailchimp auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Als nächstes möchte ich dir auch noch zeigen, wie du eine Automatisierung einrichtest. Und das kannst du machen, indem du auf der linken Seite auf die Automatisierung klickst. Die Webseite kann ich erstmal wieder schließen und dann werden hier schon direkt ein paar Vorschläge angezeigt, welche Automatisierung man nutzen kann. Zum Beispiel kann man neue Kontakte begrüßen, dann wird einer Person, die sich für den Newsletter anmeldet, automatisch eine Willkommens-E-Mail zugeschickt. In der Willkommens-E-Mail kann man dann zum Beispiel auch direkt einen Gutscheincode mitschicken, damit die Nutzer auch wieder direkt einen Mehrwert haben. Du kannst Automatisierungen für bestimmte Tags verwenden oder du kannst zum Beispiel auch eine automatisierte E-Mail erstellen, die immer abgeschickt wird, wenn eine Person Geburtstag hat. Diese Automatisierung werde ich auch kurz in diesem Tutorial erstellen. Wichtig ist aber, dass du für die Automatisierung ein Upgrade durchführen musst. In dem kostenlosen Tarif kannst du die Automatisierungen leider nicht nutzen. Das geht erst in dem Tarif, der, ich glaube, 12 Euro pro Monat kostet, genau. Der essentielle oder Essential-Tarif. Da hast du die Möglichkeit, Automatisierungen zu erstellen, die aber auch begrenzt ist auf insgesamt 4 verschiedene Punkte. Trotzdem möchte ich dir kurz zeigen, wie du so eine Automatisierung erstellst. Deswegen klicke ich hier kurz drauf. Dann kannst du noch mal kurz in der Vorschau sehen, wie so etwas ungefähr aussieht. Es gibt ein Event, das die Automatisierung auslöst, beziehungsweise du kannst angeben, für welche Personen diese Automatisierung durchgeführt werden soll. Dann kannst du auswählen, was passieren soll, zum Beispiel eine E-Mail versenden und danach wird dieser Person ein Tag hinzugefügt, dass diese Person die Geburtstags-E-Mail bekommen hat. Das kannst du anpassen, indem du auf Journey verwenden klickst. Das bestätigst du dann nochmal kurz und wenn du einen Punkt bearbeiten möchtest, dann klickst du da einfach drauf und der Arbeitsbereich öffnet sich dann auf der linken Seite. Zum Beispiel musst du festlegen, wie lange ein Nutzer schon in deiner Liste sein muss, damit die E-Mail auch verschickt wird. Damit kannst du verhindern, dass sich Personen für deine Newsletter anmelden, weil sie wissen, dass du Gutscheincodes verschickst. Zum Beispiel kann ich hier einfach 30 Tage auswählen. Das Datumsfeld ist das Geburtsdatum, das eine Person angegeben hat. Den Startpunkt kannst du dann speichern. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn du die Daten dafür hast, also wenn du auch das Geburtsdatum von den Nutzern hast. Danach geht es weiter mit der E-Mail-Erstellung. Den Namen von der E-Mail kannst du umbenennen. Zum Beispiel kannst du hier Geburtstags-E-Mail reinschreiben, das Ganze speichern. Den Absender kannst du nochmal anpassen. Du kannst dir den Vornamen des Kontakts auswählen oder auch den Vornamen und Nachnamen, damit das Ganze auch wieder persönlicher ist. Den Absender kannst du auch wieder bearbeiten. Hier kannst du wieder deinen Namen reinschreiben, damit das Ganze auch wieder etwas persönlicher ist, das Ganze speichern. Den Betreff kannst du bearbeiten, zum Beispiel herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir haben eine Überraschung für dich. Das Ganze speichere ich dann wieder ab. Den Zeitplan musst du eigentlich nicht bearbeiten. Das bedeutet einfach nur, dass die E-Mail so schnell wie möglich versendet wird. Und wenn du das Ganze in Google Analytics tracken möchtest, dann musst du dein Google Analytics-Konto auch noch mit deinem Mailchimp-Konto verknüpfen. Auf der rechten Seite kannst du deine Vorlage dann bearbeiten, indem du auf Vorlage auswählen klickst. Und das ist wieder genau der gleiche Arbeitsbereich, in dem ich eben gerade auch schon war. Hier kannst du wieder eine Vorlage auswählen, auf Anwenden klicken und dann kannst du hier den Text von der Geburtstags-E-Mail anpassen. Wichtig ist natürlich, dass du hier den Gutscheincode kurz erwähnst oder irgendetwas anderes, das du der Person ganz gerne schicken möchtest. Ein Link sollte natürlich auch vorhanden sein. Hier gibt es zum Beispiel schon eine Schaltfläche. Und dann kannst du hier deine Website nochmal verlinken oder irgendetwas anderes, das du mit der Person teilen möchtest. Ich werde diesen Teil jetzt überspringen, wie du dich hier zurechtfindest. Das habe ich dir gerade schon gezeigt. Deswegen klicke ich als nächstes auf Speichern und zurück zur Journey, damit ich die Automatisierung auch abschließen kann. Wenn du in deiner Automatisierung noch weitere Punkte hinzufügen möchtest, dann kannst du hier einfach auf Punkt hinzufügen klicken bzw. das Pluszeichen auswählen. Und dann kannst du hier verschiedene Regeln benutzen und diese Regeln kannst du dann auf der linken Seite konfigurieren. Aber wie gesagt, die Automatisierungen sind aktuell nicht in der kostenlosen Version verfügbar. Es gibt aber auch eine kostenlose Testphase, wenn du das Ganze einfach mal ausprobieren möchtest. Deswegen schließe ich das erstmal wieder und speichere das Ganze als Entwurf ab. Und dann kannst du diese Automatisierung nachträglich nochmal bearbeiten, indem du hier draufklickst oder auf den Button rechts daneben klickst. Und du hast auch die Möglichkeit, so eine Automatisierung zu duplizieren oder zu löschen. Dann gibt es auf der linken Seite auch noch den Bereich Analytics. Hier kannst du dir später die Performance von deinen ganzen E-Mail-Kampagnen anschauen.
Es gibt hier auch schon Beispieldaten, damit du sehen kannst, wie so etwas ungefähr aussieht. Zum Beispiel kannst du sehen, wie viele Personen deine E-Mail geöffnet haben, wie viele Leute auf irgendwelche Bereiche klicken und wie viele Leute deinen Newsletter auch wieder abbestellen. Das passiert auf jeden Fall jedes Mal, wenn du eine E-Mail verschickst. Deswegen lass dich davon nicht irritieren, wenn du nach jeder E-Mail-Kampagne mehrere Abonnenten wieder verlierst. Das ist auf jeden Fall ganz normal und das passiert wirklich jedem, egal wie gut deine E-Mails sind. Wenn du deinen Online-Shop mit Mailchimp verknüpfst, dann kannst du hier dir auch den ganzen Umsatz anzeigen lassen, aber das ist auch schon ein bisschen fortgeschrittener. Die letzten Bereiche, also die Webseite, der Inhalt und die Integration, das ist für den Anfang nicht wirklich wichtig. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, dein Google Analytics-Konto mit deinem Mailchimp-Konto zu verknüpfen. Dann kannst du auch direkt in Google Analytics sehen, wie viel Traffic von deinen E-Mail-Kampagnen kommt und dann kannst du die Qualität von dem Traffic mit irgendwelchen anderen Traffic-Quellen vergleichen. Das waren alle wichtigen Funktionen, die ich dir in diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, du konntest einen etwas besseren Überblick über Mailchimp bekommen und auch herausfinden, ob Mailchimp für dich das richtige E-Mail-Marketing-Tool ist, weil jedes Tool verschiedene Vorteile und natürlich auch verschiedene Nachteile hat. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir auch gerne in den Kommentaren, gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn du etwas Neues lernen konntest und ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner ersten E-Mail-Kampagne.